Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Kobi zu seinen Ideen bei Limited Editions kommt? Ich glaube, das geht ungefähr so. Panzer, Palme, Affe, da fehlt noch was. Ja, wie wäre es mit einer Handgranate? Fertig ist die Limited Edition. Genau so muss das Kobi gemacht haben. Willkommen in der Nortenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und passend zu dieser nicht gerade kalten Jahreszeit 2026 beschert uns Kobi ein Set, das uns in das ferne Afrika verschlägt, um genau zu sein nach Nordafrika. Mit dem Kobi-Set 2675, dem Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D im Maßstab 1:28 in den Farben des deutschen Afrika-Korps. Zum Wechsel Mai-Juni, passend zu den Temperaturen, genau das passende Set. Da liegt sie schön glänzend auf meinem Bautisch. Die Limited Edition aus Mai-Juni 2026, natürlich aus der Historical Collection World War II. Das Kobi-Set 2675, Altersempfehlung 11 plus, im Maßstab 1:28 gehalten, gebaut aus 1117 Steinen mit 4 Minifiguren und einen Affen mit Handgranaten. Das Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D in den Farben des deutschen Afrika-Korps. Wir schauen uns den Karton einmal auf der Rückseite an. Da haben wir auch ein Sturmgeschütz in Nordafrika, ein Originalfoto. Wir sehen, dass wir den Motor, den Kampfinnenraum sehen. Wir können die Klappen abmachen und dann in den gebauten Innenraum schauen. Wir haben einen General des deutschen Afrika-Korps und wir haben 2 Artilleristen und den Stuckkommandanten. Infos bekommt ihr gleich bei den Infokarten. Und worauf ich mich ganz besonders freue, sind diese neuen Palmenblätter von Kobi. Um zu schauen, was sich im Karton genauer verbirgt und wie dieser kleine Affe aussieht, das machen wir traditionell, indem wir das Set einmal fliegen lassen. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt auf meinen Bautisch. Laut Scheppern ist es alles gelandet. Natürlich in einer Limited Edition darf der beste Teiletrenner der Welt, nämlich der von Kobi, nicht fehlen. In schwarz, passend zum Thema. Wir haben natürlich das Zertifikat mit den laserbeprinteten Typenschild, wo auch die Nummer 192 vom Zertifikat sich wiederfindet. Da unten steht es in der Ecke. Das Zertifikat geht bis zum Review, wenn wir es gebaut haben, an die Ecke. Den Stein lassen wir liegen. Dann haben wir die Bauabschlusstüte 1, die Bauabschlusstüte 2 und die Bauabschlusstüte 3. Alle relativ mäßig gefüllt. Ich will mal schauen, ob wir auf den ersten Blick sehen, wo der Affe ist. Ja, der ist hier in der Tüte 3. Da haben wir den kleinen Körper des Affens, auf den ich mich ganz, ganz besonders freue. Dann haben wir die Anleitung hier natürlich DIN A4 Format mit Klammern zusammengehalten. Und wir haben das Artworks der Verpackung des Kartons hier auf der ersten Seite und nicht auf der zweiten Seite. Das gibt es sonst bei Kobi auch des Öfteren. Aber wir haben hier, und das ist ganz wichtig, die Legende. Für alle, die nicht mit Kobi vertraut sind, achtet bitte immer auf die erste Seite, denn Kobi-Steine sind ja in der Funktion 100% kompatibel zu anderen Klemmbausteinherstellern, aber in der Funktion, Abwandlung, in der Form und in der Farbe vor allen Dingen manchmal unterschiedlich zu den anderen Systemsteineherstellern. Deswegen immer hier gucken. Wir haben hier nämlich zum Beispiel Wedges bzw. Slopes mit anderen Winkeln oder Brick Modifieds und hier auch Ringe. Ganz interessant. Wir fangen an mit der ersten Bauabschlusstüte. Die reißen wir auf, sortieren unsere Steine, wie wir das wollen und klemmen drauf los. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche, der Rest davor ist ausgegraut. Deswegen ist der erste Baustep auch immer der am farblichsten ist. Wir haben Anlegehilfen, das heißt, man braucht nicht immer Noppen zählen. Wir arbeiten uns durch, Pfeile weisen uns den Weg, was wir wie wo machen müssen. Manchmal gibt es kleine extra Fensterchen und
ja, fertig sind wir dann mit unserem Sturmgeschütz in der Ausführung D, wenn wir den Motor einbauen, wenn wir das wollen, mit dem Baustep 221. Auf den letzten Seiten dann die Steineübersicht. Sollte euch ein Stein fehlen, den Stein notieren und dann hier bei Kobi monieren auf der Webseite. Und eine Zusammenbauhilfe für die Minifiguren gibt es auch. Und etwas Werbung haben wir auch auf der letzten Seite. Das Set habe ich schon gebaut. Ich mache auch Werbung. Hier oben auf dem i findet ihr meine Kobi-Playlist. Die ist ja relativ zeitlos, denn es gibt bei mir ja immer Faktenzeit. Deswegen schaut sie euch gerne mal an. Vielleicht findet ihr das ein oder andere Set mit dem ein oder anderen Thema, was euch noch interessiert. Und ja, Freunde, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und passend zu unserem Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D geht es heute in die nordafrikanische Wüste. Genauer gesagt in das Jahr 1942, ein Jahr, in dem die Kämpfe in Nordafrika ihren absoluten Höhepunkt erreichten. Wenn wir vom Deutschen Afrikakorps sprechen, fällt natürlich fast sofort ein Name: Erwin Rommel. Doch streng genommen ist die Bezeichnung Afrikakorps für die gesamten deutschen und italienischen Truppen in Nordafrika nicht ganz korrekt. Das deutsche Afrikakorps war nur ein Teil der Streitkräfte. Seit Ende Januar 1942 unterstanden die deutschen und italienischen Verbände einer größeren Kommandostruktur, der Panzerarmee Afrika. Und genau diese Panzerarmee startete 1942 noch einmal eine gewaltige Offensive. Zu Beginn des Jahres hatte sich die Lage für die Achsenmächte zumindest vorübergehend verbessert. Die deutschen und italienischen Verbände erhielten Verstärkungen und auch die britischen Angriffe auf den Nachschub über das Mittelmeer konnten zeitweise eingeschränkt werden. Und Nachschub war in Afrika vielleicht wichtiger als irgendwo sonst. Denn praktisch alles musste über das Mittelmeer transportiert werden. Treibstoff, Munition, Ersatzteile, Lebensmittel und natürlich Wasser. Anschließend musste dieses Material von den Häfen teilweise hunderte Kilometer mit Lastwagen bis an die Front gebracht werden. Je weiter die Panzerarmee nach Osten vorstieß, desto länger wurden diese Versorgungswege. Trotzdem ging Rommel im Januar 1942 erneut zum Angriff über. Die britischen Truppen wurden zurückgedrängt und schließlich stabilisierte sich die Front an der sogenannten Gazala-Linie. Und hier kommen wir unserem heutigen Modell ein kleines Stückchen näher. Denn nur eine extrem kleine Anzahl Sturmgeschütze 3 in der Ausführung D gelangten überhaupt nach Nordafrika. 3 dieser Fahrzeuge werden dem Sonderverband 288 zugerechnet. Das Stuck 3 war ursprünglich nicht als klassischer Kampfpanzer entwickelt worden. Es gehörte zur Sturmartillerie und sollte der Infanterie direkte Feuerunterstützung geben. Kein Turm, eine niedrige Silhouette und eine 7,5 cm Kanone in einem festen Aufbau. In der endlosen Weite Nordafrikas waren Sturmgeschütze allerdings echte Exoten. Und genau deshalb ist die Ausführung D im Afrikakorps-Look für mich historisch so interessant. Im Mai 1942 begann dann eine der bekanntesten Operationen des Afrika-Feldzuges, die Schlacht von Gazala. Am 26. Mai griffen die deutsch-italienischen Verbände die britischen Stellungen an. Rommels mobile Kräfte versuchten, die stark befestigte Front im Süden zu umgehen. Doch der Angriff verlief keineswegs so problemlos, wie die spätere Legende über den Wüstenfuchs manchmal vermuten lassen. Die Kämpfe waren extrem brutal, die Versorgungslage wurde zeitweise kritisch und die deutschen und italienischen Verbände gerieten in eine äußerst gefährliche Situation. Es entstand der sogenannte Cauldron, der Hexenkessel. Doch Rommels Truppen gelang es, die Initiative zurückzugewinnen. Britische Panzerverbände erlitten schwere Verluste und die Gazala-Stellung brach schließlich zusammen. Das nächste Ziel war Tobruk. Bereits 1941 hatte die Hafenstadt einer monatelangen Belagerung standgehalten. Doch 1942 sollte es anders kommen. Am 20. Juni begann der entscheidende Angriff und bereits einen Tag später fiel Tobruk. Für die Achsenmächte war es einer der größten Erfolge des gesamten Afrika-Feldzuges. Rommel wurde kurz darauf zum Generalfeldmarschall befördert. Und anstatt den Vormarsch zu stoppen und die eigenen Verbände neu zu organisieren, ging es weiter Richtung Osten. Das Ziel lag in Ägypten, Alexandria, Kairo und vor allem der strategisch enorme wichtige Suezkanal. Ende Juni erreichten die deutsch-italienischen Truppen El Alamein. Nur noch etwa 100 Kilometer trennten sie von Alexandria.
Weiter nach Osten war die Panzerarmee Afrika während des gesamten Krieges nie gekommen. Doch genau hier änderte sich die Situation. Bei der ersten Schlacht von El Alamein im Juni 1942 wurde der Vormarsch an dieser kleinen Bahnstation gestoppt. Die Panzerarmee war erschöpft. Fahrzeuge waren ausgefallen, Einheiten zusammengeschmolzen und der Nachschub musste über immer größere Entfernungen an die Front gebracht werden. Auf britischer Seite dagegen trafen neue Soldaten aus dem Commonwealth ein, Panzer und Materialien folgten. Im August übernahm Bernard Montgomery das Kommando über die britische 8. Armee. Rommel versuchte Ende August bei Al-Mahalfa noch einmal die britischen Stellungen zu umgehen. Es sollte die letzte große Offensive der Achsenmächte in Ägypten werden. Der Angriff scheiterte und damit wechselte die Initiative endgültig auf die alliierte Seite. Am Abend des 23. Oktober 1942 begann die zweite Schlacht von El Alamein mit einem gewaltigen britischen Artilleriefeuer. Montgomery verfügte inzwischen über eine deutlich materielle Überlegenheit. Es gab eine Phase, bei der das deutsche Afrikakorps bzw. die Panzerarmee Afrika mehr aus Beutefahrzeugen als aus eigentlichen Fahrzeugen bestand. Die deutschen und italienischen Truppen kämpften dagegen mit Treibstoffmangel, fehlenden Ersatzteilen und immer größeren Verlusten. Anfang November brach die Front. Rommel befahl schließlich den Rückzug. Aus dem Vormarsch Richtung Suez wurde eine Flucht nach Westen. Tobruk ging verloren, Benghazi ging verloren. Und während sich die Panzerarmee durch Libyen zurückzog, landeten am 8. November amerikanische und britische Truppen im Namen der Operation Torch in Marokko und Algerien in den Vichy Frankreich kontrollierten Zonen. Plötzlich drohte den Achsenmächten ein Krieg von zwei Seiten. Das Jahr 1942 hatte für Rommels Panzerarmee mit einer neuen Offensive begonnen. Es folgten der Sieg bei Gazala, die Eroberung Tobruks und der weiteste Vorschuss nach Ägypten. Nur wenige Monate später befand sich der gleiche Verband auf einen kilometerlangen Rückzug durch die nordafrikanische Wüste. Und unser kleines Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D, das steht sinnbildlich für eine Besonderheit dieses Kriegsschauplatzes. Nur wenige Fahrzeuge dieses Typs kamen nach Nordafrika. 3 Stück 3, wie gesagt, denke ich, waren dem Sonderverband 288 zugeteilt, beziehungsweise kann man mit diesen in Verbindung bringen. Und eines dieser Fahrzeuge fiel sogar 1942 den Alliierten in die Hände. Damit bauen wir heute keinen typischen Panzer des Afrikakorps, wir bauen einen echten Exoten der Wehrmacht in der Wüste. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Wie hat Kobi dieses Fahrzeug umgesetzt? Nach 2 Stunden und 25 Minuten steht es da. Unser Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D, das Kubiset 2675 im Maßstab 1:28, die aktuelle Limited Edition aus Juni 2026 und deswegen natürlich aus der Historical Collection World War II, natürlich vom Kobi. Und ich habe euch zur Einordnung mal das Sturmgeschütz 3 von Kobi, das Set 2529 aus 2020 mit auf den Bautisch gestellt. Das hat damals 39,99 € gekostet und hatte 530 Steinchen. Auch ein Sturmgeschütz, das in den Farben der Panzerarmee Afrika, im Volksmund auch Afrikakorps genannt, gekommen ist. Und ja, weil wir halt auch ein Sturmgeschütz in Panzer 3 Ausführung hier noch so ähnlich auf meinem Bautisch, finde ich, stellen sollten, habe ich hier das Mock der Sturmhaubitze 42, das der liebe Maurice mal für mich gebaut hat, hier auf dem Bautisch mitgepackt. Einfach damit wir hier dreimal das Fahrwerk des Panzer 3 in Sturmartillerie-Ausführung haben. Maurice Instagram-Account findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut doch gerne mal vorbei. Und ihr findet Maurice auch auf meinem Discord. Link auch unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, Limited Edition, das heißt immer viel drumherum. Wir vergleichen beide DRK-Fahrzeuge auf jeden Fall noch einmal. Aber bevor wir so richtig einsteigen, was gehört zu einer Limited Edition? Genau das Zertifikat. Und ihr habt es natürlich schon im Video gesehen, aber hier, da ist mein Zertifikat, die 192. Für mich sind die Nummern nicht mehr ganz so wichtig, ihr wisst es. Ich habe schon ein paar Mal in Videos erzählt, früher war ich heiß auf niedrige Nummern und ich habe auch einige Schätze mit sehr, sehr niedrigen Nummern,
Aber durch dieses Videoformat hier, mein multimediales Kobi-Museum auf YouTube, dadurch sind mir diese Nummern nicht mehr so wichtig. Ich hefte das Zertifikat ab zu meinen anderen Zertifikaten bzw. zu den Anleitungen. Kommen wir zur Anleitung. Das Set lässt sich super entspannt bauen. Wir haben das Artwork vom Karton auf der ersten Seite. Wir bauen, und das finde ich ganz cool, erstmal hier die Grundplatte mit der Tüte 1, da fängt es an, und steigen gleich ein, ganz tief in den Innenraum. Das macht richtig Spaß bei diesen neuen, ja, Fahrzeugen mit Innenraum bei Kobi. Der Maßstab passt hier immer so ein bisschen nur natürlich, aber wir kriegen Details, die wir vorher nicht hatten, die zum Beispiel das Set aus 2020 hier links nicht hatte. Merkt euch mal hier die beiden Hebel, Bauschritt 10, die sehen wir nämlich nachher nicht mehr. Das ist also etwas schön und irgendwie auch schade, dass wir Innenraum bauen, ja, wie hier die Welle zum Beispiel und so, dass wir dann später nicht ganz mehr sehen. Bei den Hebeln hier beim Fahrer ist das so. Also wir gehen tief rein, wir bauen dann schon mal hier vorne die ersten Räder und dann den Innenraum und auch sogar, ja, ganz schnell, also auch das Heck hier mit der Abgasanlage, das finde ich ganz gut. Wir bauen auch schon hier die Aufhängung fürs Geschütz und da den Motorraum, das geht ganz cool durch. Und so richtig ans Fahrwerk gehen wir eigentlich erst, ja, so in der Tüte 2 zum Ende der Tüte 1 und Übergang Tüte 2. Das finde ich ganz cool. Dann kommen hier die Schutzbleche, sage ich mal. Dann bauen wir ja hier fast diese Kasematte, die so oben drauf ist, der Erker für die Kanone. Hier, da seht ihr es, da, und dann geht es in den Bereich des Fahrwerks in der Mitte der Anleitung ungefähr, und dann mit der Tüte 3 kommt die Kanone, die Abdeckung und dann der Rest um die Palme, und ihr seht es schon, da sind wir schon fast am Ende. Die Deckel, die wir bekommen, oben wie unten, und dann hier bauen wir schon die Palme. Und es lässt sich alles wirklich ganz vorzüglich bauen. Es macht wirklich Spaß. Wir haben viele Kleinteile, deswegen natürlich hier 11 Plus. Das macht Sinn, weil wir viele kleine Bolzen und sowas haben. Aber das kann man auch mit Vater und Kind gut zusammenbauen, wenn man aufpasst, wenn man solche Themengebiete bebauen möchte. Also Anleitung ist gut zu interpretieren, hat Spaß gemacht. Jetzt waren wir bei der Anleitung, das heißt, wir haben gerade, oder ich, von vielen kleinen Bolzen und Kleinteilen gesprochen. Hier sieht man, wir haben einiges an Steinchen über. Bei einer Limited Edition immer mehr als eigentlich sonst. Kettenglieder, Bolzen, Stäbe und so weiter und so fort. Und natürlich auch Bügelperlen in enger Ausführung, also verjüngt und auch nicht verjüngt, da sieht man es. Und den Bügelperlenapplikator ist geschenkt. Wir haben viel Kladderadatsch. Wir haben ja, da kommen wir gleich zu, ja hier im Diorama, man sieht es da rechts, Wasserausgabe, und auch bei unserer Palme sieht man das gleich, das Schild Wasserausgabe. Deswegen haben wir auch ein paar Flaschen, bzw. Wasserbehältnisse, sage ich mal, ein paar Flaschen. Wir haben ein olives Fass und wir haben die typischen, ja, grauen Wasserkanister von Kobi. Also etwas Kladderadatsch haben wir mit im Set dabei. Das, was hier Limited Editions ausmacht. Oh, ganz vergessen, das Wichtigste vielleicht. Ein cooler, großer Kobi-Teiletrenner, die besten der Welt. Hier kann man schön die Noppen klemmen. Man hat Hebelwirkung, große Hebelwirkung sogar. Kann hier was draufklemmen. Man kann da wirklich gut Sachen rausbringen, wenn man sie verbaut hat. Und hier kann man gut auch mal Stangen aus Löchern rausdrücken oder auch Bügelperlen wieder entfernen. Also die besten Teiletrenner der Welt. Ich lege mich fest, macht Kobi. Ja, Limited Edition heißt immer, wir kriegen gelaserte Schilder. Und deswegen, ja, fangen wir an mit dem Motorträger. Der typische, ja, Bild, den man hat bei Kobi. Hier so 2x4 mit Hinge-Element, mit großem Bracket, mit einer Jumperplate versetzt, damit wir den Motor aufbauen können. Maybach HL 120 TR. Motor zeige ich euch gleich, also legen wir nur so ein bisschen an die Seite. Und dann natürlich das Typenschild Sturmgeschütz 3 Ausführung D, Maßstab 1:28, Nummer 192. Hochglanz schwarz bei Kobi, heißt, man sieht jeden Fingerabdruck, jedes Patschefingerchen. Aber das macht ja dieses elegante Schwarz von Kobi so aus. Und ja auch hier wieder mit so einem typischen Hinge-Element verbaut. Geht auch hier dezent an die Seite. Wir könnten uns jetzt gleich reinstürzen in Sturmgeschütz und in die Minifiguren, aber wir sprechen erstmal über den Elefant bzw. den Affen im Raum, nämlich wir sprechen über diese kleine Palme und über diesen kleinen Affen hier oben, den ich ja auch für den Intro-Gag benutzt habe.
ist kein neuer Mode bei Kobi, denn es gab bei Kobi ja eine super tolle Serie, die sich da Pirates nannte. Und wenn ihr mal schaut bei diesem alten Set, da seht ihr auch da ein kleines Affen-Mode. Es ist genau das gleiche, hat hier nur eine Dublone in der Hand, hier keine Granate. Und Freunde, lasst mich mal gerne in die Kommentare wissen, wollen wir einsteigen? Ich habe fast jedes Set aus der Pirates-Serie. Danke da an meine vielen, vielen Freunde, die mich damals mit Quellen und Sets versorgt haben. Gruß an jeden Einzelnen. Küsse eure Augen, würde man heute modern sagen. Wenn ihr sehen wollt, Freunde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es wird, glaube ich, Zeit für viel mehr Retro-Kobi auf meinem Kanal, denn es gibt so viele tolle alte Serien. Und ich habe da einige davon, die ich nicht ganz komplett habe. Wenn ihr vielleicht alte Kobi-Sets habt, am besten sogar original verpackt, muss aber nicht sein, schreibt mich gerne mal an. Ich habe von vielen von euch auch da draußen schon welche bekommen, wo ich wirklich noch schuldig bin, Sets bzw. Reviews zu drehen. Aber ich möchte da jetzt viel mehr einsteigen, weil einfach Kobi ja sich etabliert hat, Kobi einen guten Weg geht und jetzt müssen wir viel mehr zeigen, wo kam Kobi her. Und wir sehen halt, wie beim Affen hier, dass Kobi nicht immer alles neu erfindet, finde ich ganz gut. Wir sehen aber auch hier die alten Palmenteile, die Kobi hier ja in einer Evo-Stufe verbessert hat, die schauen wir uns jetzt gleich an. Deswegen war diese Pirate-Serie hier einmal ganz wichtig. Und um euch das mal zu sagen, das war aus 2017 das Set, was ich euch gerade gezeigt habe. Ja, schauen wir uns die Palme an. Da sehen wir diese Blätter, ich habe es gesagt, sehen so ein bisschen aus wie Marihuana-Blätter mit diesen typischen Cones, die man bei Kobi-Palmen hat. Gibt es ja auch so ähnlich bei anderen Herstellern. Hier oben dann eine Rounded 2x2 Plate, in der man mit einem Bar sie hier versenkt in den letzten Cone. Dann kommen nochmal kleine Bars, die dünnen, geschlossenen, und da packt man dann diese Blätter drauf versetzt. Und ja, das Äffchen hat in seinem Popo einen kleinen Bolzen und diese Blätter haben ja Löcher und schon kann man das Äffchen hier oben auf die Palme klemmen. Ganz wichtig, liebe Freunde. Wenn wir jetzt mal so gucken, ein bisschen realistisch und so ein Schimpansen, sowas in Nordafrika, schwierig, schwierig. Wenn man sich da mal ein bisschen auskennt und guckt, kann es eigentlich nur ein Berberaffe sein, der in Nordafrika vorkommen könnte, wobei die auch in freier Wildbahn kaum zu treffen sind. Ich habe auch gegoogelt, ob es irgendwie Maskottchen gab, irgendwie aus Zoos oder irgendwelchen Gehegen oder von irgendwelchen reichen Leuten irgendwie erbeutet. Beim DRK, da ist aber nichts zu finden. Also einfach hier ein Gag, weil Afrika und Affe passt ganz gut und die Berberaffen könnten es ja sein. Dann haben wir eigentlich ganz, ganz schön gebaut, hier teilweise mit Noppen on top, diese kleine Wüstenszene. Ihr seht schon, wenn man es irgendwo aufnoppen will, ist schwierig, muss man es umbauen. Aber Kobi hatte mit seinen tollen Slopes, fast schon Wedge Bricks kann man sagen, Slope Bricks, hier diese Wasserausgabestelle, diese Oase angedeutet. Mit Pflanzen, ich denke mal hier dieses große Pflanzenteil, weil mit Schlauchende und Handelement mit doppelten Pflanzenteilen. Ja, ich bin jetzt nicht so biologisch gut bewandert oder zoologisch, oder zoologisch ist falsch, aber biologisch. Aber ich würde mal sagen, so mit meinem Amateurwissen, vielleicht ist das eine vertrocknete Distel oder Rose von Jericho. Ja, das Schild Wasserausgabe schön rostig mit rotbraun angedeutet. Also wirklich ein Highlight, dieses kleine Palmendiorama. Mir gefällt das richtig gut. Vor allen Dingen auch das Schild halt Wasserausgabe. Und der Affe ist ja auch sehr gut bedruckt. Und gut bedruckt sind natürlich traditionell auch die Minifiguren bei Kobi. Hier unser DRK-Soldat mit Koppel. Artilleriesoldat ist ja auch Sturmartillerie. Wir sehen hier sein Gesicht vermummt, dreckig, Sandsturm, Öl, Tuch vorm Hals, Stabgranate, MP40, braune Schuhe, beige Uniform und die Haut kommt durch die Feldbluse auch durch. Und diese coolen Brillen aus Gummi, die man auch gut bei Lego benutzen kann, wenn man zum Beispiel Star Wars Stormtrooper customizen möchte. Also ich sammle diese Brillenteile richtig cool. Man muss nur aufpassen, sie sind aus Gummi und können leicht reißen. Und natürlich diese geile Feldmütze M43. Dann der nächste Lancer mit Feldmütze mit diesen roten Applikationen für die Artillerie. Sogar Hundemarke hier durch offene Feldbluse. Karabiner K98 mit Hand, damit man sie besser in die Hand halten kann, weil Kobi diese Stiele ja weggemacht hat. Wasserkanister, beige Hose, braune Schuhe und auch schön bedruckt hier mit roten Applikationen, Knöpfen und so weiter. Und wie gesagt, man sieht es, dass die Hundemarke auf der Brust durchscheint und 3 Tage Bart und auch eine
eine Brille zum Schutz gegen Wüstenstaub. Dann rollen wir mal gleich das Fahrzeug hier auf meinen Bautisch. Es rollt sehr gut und das spricht eigentlich für den Bau, denn ich habe eine sehr glatte Oberfläche hier auf meinem Bautisch. Da rollt eigentlich fast gar nichts, aber dieses Fahrzeug mit Druck rollt sehr gut, richtig klasse. Und ich finde dieses Geräusch hier mit den Ketten auf meinem Bautisch, das hat schon was wirklich Panzermäßiges. Dann ja, haben wir hier den General mit seiner Reitpeitsche und eisernen Kreuz und man sieht es an den Kragenspiegeln. Wir haben einen General, leicht grüne Bluse, leicht grüne Feldmütze, beziehungsweise hier mit Brille sogar gegen Sand. Und wie sich gehört für einen General, schwarze Stiefel, beige Hose und, naja, damit man weiß, hier, er hat Autorität und hat diese, ja, auszusagen, eine Peitsche, eine Verlängerung seiner Macht quasi und sein Gesicht guckt sehr neutral daher, fast arrogant, wie man sich einen deutschen General halt so vorstellt. Wichtigster Mann wahrscheinlich der Kommandant des Sturmgeschützes, deswegen auch schön bedruckt, fast die am bedrucktesten Figur. Stiefel, beige Hose, Dienstglas, Luger P08. Wir sehen hier auch den Holster, wir sehen auch da eine Marke durch Verwundetenabzeichen oder Afrika-Abzeichen hier an der Brust. Dann sehen wir hier die ganzen Abzeichen, auch das Rot der Artillerie, beziehungsweise sogar noch einen weißen Schal durch die Bluse schimmern. Also eine wirklich gut bedruckte Figur, leider die Rückseite nicht. Schiffchen gut bedruckt, das Gesicht grimmig dreinguckend und halt die Kopfhörer für das Funkgerät. Heute würde man sagen Headset. Ja, das waren die Figuren. Kommen wir jetzt zum Fahrzeug, das wie gesagt sehr gut sich hier auf meinem Bautisch bewegt. Schauen wir uns das einmal von der Seite an. Das Fahrwerk richtig cool, es gefällt mir, die großen Räder. Wir haben hier die Federung, hier auch diese Querverstrebung, die Halterollen, die Laufrollen mit Gummi, das gefällt mir super. Ich mag das Fahrwerk des Panzer 3 und ich mag generell, wenn wir im Maßstab 1:28 Gummi auf den Rädern haben, dort wo sie auch hingehörten. Das könnte Kobi ruhig viel öfter machen. Beim Maßstab 1:35 verstehe ich, dass man es nicht ganz macht. Da könnte man es vielleicht bedrucken, weil es vom Maßstab nicht passt, aber hier so gefällt es mir. Von hinten schön die Abgasanlage, schön rostig, 2 Eimer, denn wir sind bei der Wasserausgabe. Da brauchen wir viele Eimer, Balkenkreuz und von hinten eine ganze Menge kleinerer Dutch auf der Motorabdeckung, Ersatzräder, Ketten, Ersatzglieder, Kanister, Holz, Kisten, Helm, Sandsäcke und so weiter. Wir sehen seitlich auf den Schürzen auch hier Schraubenschlüssel, Werkzeugkästen, Kisten, die Abgasanlage, die ich sogar teilweise da hinten beim 2020er Modell besser finde. Drucke vom Balkenkreuz, Schlitze für zum Rausschauen, hier oben auch fürs Okular. Die Kampfraumbeleuchtung, wir haben die Kanone, die kurze Stummelkanone, 7,5 cm, L24 meine ich. Und wir haben hier die Luken für Fahrer, dort auch die Sichtluke für den Fahrer. Alles schön bedruckt, schwarz, hier diese 2 Punkte, Spaten, Stange zum Rohrreinigen, Wagenheber und auch hier diese Kiste bedruckt und auch da hier das Fahrwerk gleich. Wenn man mal von unten guckt, ja, wir haben jetzt hier nicht Querbauten wie sonst immer, sondern schöne alte Kubi-Technik, Platte, Plates mit Achsaufnahme und dann mit diesen schmalen, ja, ich würde mal sagen fast Baseplate, viereckig zugemacht, damit es nicht abbricht. Also richtig alte Vibes vom Bauen her. So, wir haben eine gute Evolution von diesem 2020 Modell, zeige ich euch gleich. Und wir können ja hier oben den Kampfraum uns einsehen, indem wir hier die Klappe abmachen, die nur an einer Noppe hängt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man hier alles festgedrückt hat, sonst verzieht sich das. Ich lege es mal zur Seite. Dann können wir in den Kampfraum gucken mit der Kanone. Wir haben da Batterie bzw. Artilleriemunition, denke ich mal, ist das hier. Wir haben hier Funkgeräte dort, sogar mit Hebel für draußen. Wir haben die Kanone mit Höhenrichtung, Seitenrichtung und Okular. Und da unten ist der Sitz hier im Dunkel, wo ich euch eben gerade noch den Baustep 10 ans Herz gelegt habe. Man sieht nämlich nicht die Hebel. Und ja, die Kanone kann man sogar wirklich hier Höhen und Seiten richten. Das ist ganz cool. Ihr seht da so ein paar Schlitze da hinten. Ja, wofür sind die? Naja, ganz einfach technisch, damit wir hier die Motorabdeckung abnehmen können. Auch hier mit einem Hinge-Element auf schräg getrimmt. Stecken wir hier einfach rein, zapfenmäßig. Da seht ihr es vielleicht so. Zack. Und dann haben wir diese Motorraumabdeckung auf- und abgebaut. Richtig cool. Und da drinnen haben wir den Motor mit Lüftung, mit Flüssigkeitsmanagement, Batterie, ja, und hier diese Stäbe drauf. Richtig nice. Und den Motor können wir natürlich rausnehmen. Dazu machen wir hier diese Stäbe hoch, die in Metallic gemodet sind. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir vorsichtig hier diesen Motor rausnehmen. Zack, müssen wir ein bisschen kippeln und wackeln. Dann geht er auch raus. Bisschen schwierig, so, zack, wir kippen ihn
Da seht ihr es, da ist der Motor verbaut. Dann können wir das Sturmgeschütz hier an die Seite stellen und können uns unseren Maybach-Motor angucken. Schön bedruckt hier oben und die Ventildeckel. Hier vorne die Welle oder das Getriebe kommt hier dran. Richtig, richtig gut. Und die ganzen hier Filter und so weiter und da oben auch. Das gefällt mir. Und wir können es jetzt hier auf unseren Motorträger noppen und uns dann ins Regal stellen, wie wir wollen. Und jetzt, Freunde, kommt der ultimative Vergleich. Wir schauen mal so ein bisschen, wo sich das alte Sturmgeschütz und das neue verändert haben. Natürlich haben wir hier bei dem Fahrzeug nicht die Möglichkeit, in den Kampfraum zu gehen. Wir haben hier massive Bauten. Ich finde ja, die Abgasanlage sieht hier gebaut schöner aus. Das wollte ich euch noch zeigen. Hier massiver, gebauter, sieht irgendwie besser aus. Hier haben wir natürlich tolle Drucke und diese Schräge, das macht es auch super. Und naja, hier motortechnisch haben wir auch eine Klappe beim 2020er Modell, aber ich weiß gar nicht mehr, ob man da auch reingucken konnte damals. Ich schaue mal eben gerade. Ja, da. Und da haben wir aber nur einen Kobi-typischen Motorstein, ein Formteil. Das ist also anders gewesen damals. Jetzt bauen wir es wieder schnell zusammen. Zack. Zack, sogar ein bisschen tricky hier wegen den Rädern. Eigentlich gar nicht zum Auseinanderbauen genannt. Also ihr seht schon, wir haben hier zwei Fahrzeuge, die sich fast ähneln, aber nur fast. Und vor allen Dingen haben wir im Baubereich dann hier andere Lösungen. Klappen sind auch hier kleiner. Das sind nämlich hier diese kleinen Klappen. Muss man auch aufpassen. Generell wirklich, das ist so eine Schwachstelle dieses Sets. Die Abdeckung des Kampfraums, die hängt immer nur so an ein paar Noppen. Hier ist es massiv und ihr seht, wir haben hier viel mehr Noppen als dort. Fahrwerk ist auch hier mit seinem Stab. Hier ist es breiter. Wir haben hier nicht die Federung. Wir haben auch keine Gummi an der Kettenführung. Hier oben keine Gummis. Wir sehen viel mehr Noppen. Ganz krass für die von vorne, weil wir haben hier diese Beleuchtung, die wir hier nur so angedeutet haben. Und auch hier die Luke für den Fahrer haben wir auch nur hier mit einer großen Fliese bedruckt. Während wir hier richtig gebaut haben mit diesem Teil, das ist ja eigentlich bei Flugzeugen, es ist so ein Noppe breit, beziehungsweise ein hoch, zwei breit, die wir eigentlich haben für Befestigen von Leitwerken. Kanone ist sonst eigentlich fast gleich gebaut in ihrer Form mit den Rohrelementen und dann einer Jumperplate und dann hier diesen runden 1x2er Plates. Aber das wirkt hier schon kantiger, massiver, finde ich. Aber dazu könnt ihr mir gerne gleich mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und von hinten, ja, hat man hier nur einfach rostige oder rotbraune Slopes genommen, eckige. Hier haben wir richtig eine gebaute Abgasanlage. Also man sieht mal, was Kobi hier wirklich innerhalb von nur ein paar Jahren, 5 Jahren, eine Evolution hat oder gemacht hat, hier mit den Innenräumen, mit den Details, mit ja extra Steinen, Sondersteinen, viel mehr, jetzt nicht explizit für dieses Fahrzeug, aber generell, wir haben ja viel mehr kantige Steine, viel mehr Slopes, als wir sie damals hatten. Und ja, hier haben wir mehr Drucke. Dieses Fahrzeug ist auch so angelehnt an eines, das wir im Tankmuseum in Bomington kriegen oder kennen, dort stehen sehen. Und ich glaube, hier hat Kobi auch sich wieder angelehnt bei diesem Fahrzeug, nur sind die Drucke hier anders. Hier ist es etwas neutraler gehalten. Und ihr habt es ja auch generell gehört, dass so viele Sturmgeschütze in der Ausführung D es gar nicht bei der Panzerarmee Afrika gab. Ja, das war jetzt mal so ein Einblick. Ihr bekommt natürlich gleich nochmal Detailbilder, nicht von der 2020er Version. Wenn ihr das Review sehen wollt, schaut gerne nochmal hier oben auf dem i, sondern von dieser Version aus 2026. Und danach schauen wir uns dann nach der Bildershow für ein richtiges Fazit in die Augen, liebe Freunde. Sprechen wir kurz über den Sponsor des heutigen Videos und halt nicht abschalten, denn eigentlich meine ich dich. Vielen lieben Dank, liebe Kanalmitglieder, für eure monetäre Unterstützung und vor allen Dingen das Kicken des Algorithmus. Daher auch noch Danke an alle anderen Kommentatoren, an alle, die diese Videos schauen, an alle, die mir Feedback geben, egal auf welchen Social-Media-Kanälen oder im echten Gespräch, an alle, die einen Daumen hoch lassen, an jeden, der meine Videos teilt. Und natürlich auch vor allen Dingen an euch generell in der Community auf Discord, in den Telegram- oder WhatsApp-Gruppen. Danke, dass ihr mit mir kommuniziert, dass wir über unser Thema Klemmbausteine und die geschichtlichen Themen hinter diesen Sets sprechen. Ihr seid die Geilsten. Danke für eure Unterstützung.
Wie versprochen, liebe Freunde, gibt es Detailfotos vom Kobi-Set 2675, damit ihr hier jedes Detail euch nochmal anschauen könnt, das ich vielleicht euch jetzt hier im Review mit meiner hektischen Hand nicht zeigen konnte. Und ihr könnt euch vor allen Dingen jetzt selber ein Bild vom Set machen, unabhängig von meinen Ausführungen. Vielleicht seht ihr ja das ein oder andere Detail anders als ich. Ich möchte euch aber noch ein paar Fakten zu diesem Fahrzeug liefern, nämlich dem Sturmgeschütz 3 in der Ausführung D. Dies war weniger eine völlig neue Variante, als vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung des Sturmgeschütz 3 in der Ausführung C. Gebaut wurde das Stuck 3 Ausführung D von Mai bis September 1941 bei den Altmärkischen Kettenwerken, kurz Alket in Berlin. Insgesamt entstanden lediglich 150 Fahrzeuge. Man kann also sagen, dass Kobi wahrscheinlich viel mehr Stuck 3 in der Ausführung D gebaut hat als Alket selber. Als Bewaffnung diente die bekannte kurze 7,5 cm Sturmkanone 37 in der Kaliberlänge 24. Ihre eigentliche Aufgabe war nicht die Jagd auf feindliche Panzer. Das Sturmgeschütz sollte der Infanterie folgen und mit direktem Feuer Bunker, Geschützstellungen und andere befestigte Ziele bekämpfen und somit die Infanterie unterstützen. Die Ausführung D kam vor allem bei deutschen Sturmgeschützabteilungen zum Einsatz und kämpfte vor allem an der Ostfront. Einen besonderen ungewöhnlichen Einsatzort erreichten jedoch wenige Fahrzeuge, nämlich Nordafrika, und deswegen hat Kobi dieses Set ja so aufgesetzt. Unter den Nutzern müssen wir genau unterscheiden. Die Ausführung D war selbst in erster Linie ein Fahrzeug der deutschen Wehrmacht. Andere Staaten wie Finnland, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn nutzten später ebenfalls Sturmgeschütze 3, allerdings überwiegend spätere Ausführungen, die Panzerjäger. Die Ausführung D blieb damit eine vergleichsweise kleine Serie, doch sie gehörte zu jener frühen Generation des Sturmgeschütz 3, aus der später eines der meistgebauten deutschen Vollkettenfahrzeuge des Zweiten Weltkriegs entstehen sollte. Nämlich das Sonderkfz 142 Schräger 1 in der Ausführung G mit über 5800 gebauten Einheiten. Bei Alket in Berlin und nochmal über 2600 Einheiten bei der Mühlenbau- und Industrieaktiengesellschaft in Braunschweig. Insgesamt wurden von den Sturmgeschützen mit der Bezeichnung 3, also mit dem Chassis des Panzer 3, circa 10.000 Fahrzeuge gebaut, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video auch schon zu Ende, aber die heißen Temperaturen bleiben Juni 2026. 89,99 € habe ich für dieses Set im Vorverkauf bezahlt und das kann ich euch immer nur empfehlen. Wenn ihr euch für Limited Editions interessiert, dann holt sie euch, solange ihr diesen Vorbestellerrabatt bekommt. Ich glaube nicht, dass diese Version jetzt hier schnell ausverkauft sein wird. Das gibt es bei Kobi ja immer mal wieder, aber ich musste sie einfach haben. Im Vergleich zum alten Sturmgeschütz aus 2020, ihr habt es vorhin gesehen, und einfach, weil wir hier auch diese Affenfigur dabei haben. Das erinnert mich halt auch an die guten alten Kobi-Sets. Ich habe es euch angeteasert, wird es demnächst hier auch geben. Also ich finde auch, der Teilepreis passt. Eine Limited Edition mit 4 Minifiguren, die finde ich ganz rund ist. Über das Gelb kann man sich streiten, habe ich schon einiges in meinen Kommentaren gelesen. Deswegen gebt mir auch eure Meinung bitte, beziehungsweise euren Senf zu diesem Fahrzeug, was ja auch so senfgelb daherkommt. Viele werden sich wahrscheinlich eher für die 2676 interessieren, das Sturmgeschütz in der Ausführung G. Das hat dann nur eine Minifigur und kostet auch 89,99 € für 955 Steinchen. Lasst es mich wissen, wollt ihr es auch als Review sehen? Lasst gerne einen Daumen hoch, dann überlege ich es mir. Aber ich werde es wahrscheinlich eh bauen, aber Daumen hoch tut immer gut. Und zum Schluss, liebe Freunde, noch was Persönliches wegen diesem kleinen Affen. Ihr habt es am Intro gesehen, das hier ist mein Affe, der Erwin heißt, Onkel Erwin, um genau zu sein. Dieser Affe ist älter als ich, er hat schon sehr gelitten, er hat keine Augen mehr, die habe ich ihn als Kind ausgerissen. Meine Mutter hat dann Knöpfe rangenäht, da ist auch schon einer flöten gegangen. Er hat auch schon hier Kriegsverletzungen, das Fell ist schon ein paar Mal ausgetauscht worden, weil ich ihn einfach so lieb gehabt habe als Kind und auch immer noch heute möchte ich mich nicht von meinem lieben Onkel Erwin trennen. Also Freunde, noch zum Ende etwas ganz Persönliches und der Grund, warum ich dieses Set unbedingt haben musste. Ja, ich bleibe dabei, Freunde. Ein Panzer ist auch nur ein Auto, deswegen wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.